So, und damit herzlich willkommen zu Maximal Minimal. Mein Name ist Max und ihr seht schon, der Regiozug vom Dorfbahnhof fährt die Steige hinunter. Die Trennung von Schalten und Fahren wurde erfolgreich durchgeführt. Da habe ich euch ja auch im Community Hub davon berichtet. Und darum soll es jetzt vor allen Dingen gehen. Also wir haben ja letzte Woche uns mit dem Thema Rockrail beschäftigt, wie ich das alles eingerichtet habe. Von dem her, das funktioniert alles, aber jetzt vor allen Dingen die Trennung. Das heißt, Schalten und Fahren wird jetzt von jeweils einer Zentrale durchgeführt. Also das heißt, man ist unabhängig voneinander und das will ich euch dann, wie gesagt, näher in diesem Statusbericht zeigen. Viel Spaß damit! So, wir fangen mal bei den Zentralen an. Also auch hier habe ich euch ja im Community Hub davon berichtet. Ich habe jetzt zweimal die Z21 Start bei mir. Das ist die alte, das ist die neue. Und habe da sogar das in dem Bundle zusammen mit der Multimaus bekommen. Relativ günstig, fand ich ganz cool. Ob man die Maus braucht, das sei jedem selbst überlassen. Ich fand es jetzt so ganz cool, wenn man dann, falls man in den Zug, sagen wir mal, woanders positionieren möchte oder mal rangieren möchte, ist es dann in Rockrail selber doch ein bisschen schwieriger, also von der Feinjustage oder vom Feingefühl. Deswegen hier kann man viel feiner die Lok regeln. Von dem habe ich gesagt, komm, das ist eigentlich nicht verkehrt, lasse ich mal dran. Und es überschneidet sich auch nicht. Das heißt, alle Funktionen, die ich hier habe, werden dann nachher auch in Rockrail dargestellt. Und genauso auch, wenn ich in Rockrail eine Funktion aktiviere, kommt es auch automatisch an der Maus an. Das heißt, die zeigt mir auch, es ist Licht bei der Lok an, obwohl ich die gar nicht über die Multimaus gemacht habe oder eingestellt habe, sondern über Rockrail. Von dem her perfekt. Also deswegen, das passt. Vor allen Dingen, wenn nachher auch dann die Zentralen, die werden nicht immer hier stehen. Das ist auch noch ein bisschen provisorischer. Ihr wisst ja auch, hier kommt ja immer auch ein Schattenbahnhof drunter. Dann werden die eher hinten Richtung den beiden Steckdosen da positioniert, hier irgendwo unten drunter, weil da vielleicht dann auch vom Schattenbahnhof könnte mir das dann passen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Wie gesagt, das ist alles noch nicht hundertprozentig fertig, aber so im ersten Schritt gefällt mir das ganz gut. Und jetzt vor allen Dingen das Thema Verkabeln. Also es war doch aufwendiger als gedacht. Man hat doch ein paar mehr Meter Kabel benötigt und dann auch wie man das Ganze dann sozusagen unabhängig verkabelt, war dann doch ein bisschen mehr oder ein bisschen aufwendiger, weil man zum Beispiel, als ich gedacht habe, ich wäre fertig, war dann das Thema, ich habe noch einige Sachen vergessen. Bin ich ehrlich, will ich auch ganz transparent euch dann sagen. Zum Beispiel, was man gerne so vergisst, sind kleine Kabel, die hier sind, zum Beispiel, weil unter jeder so eine, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber so eine Abdeckung, wo dann ja auch ein Mittelleiter, eine durchgezogene, so ein Draht dann ist hier auch nochmal extra Stromanschluss. Und den habe ich zum Beispiel bei der Tankstelle vergessen, bin ich ehrlich. Und deswegen kann ich ja auch mal euch dann das zeigen, wie das unten aussieht. So, und zum Beispiel seht ihr hier dieses kleine Kabel, das kommt eben dann aus von der Tankstelle raus, von dem her, das war dann zum Beispiel eine Sache, die hat man einfach vergessen. Oder auch hier ist nochmal ein abschaltbares Abstellgleis im Lokschuppen selber drin, auf dem ersten Gleis. Auch das hatte ich dann einfach vergessen, weil ich habe gedacht, da hatte ich gar keins, weil es ja auch schon ein bisschen eine Zeit her ist, als ich das verkabelt habe. Macht aber auch nichts, ist ja kein Thema. Aber wenn natürlich ein Zug drüber fährt und der über die alte Zentrale angesteuert wird, dann hält er einfach an und bekommt ja quasi keinen Fahrbefehl mehr. Deswegen nur mal so als Hintergrundinfo. Ja, und vor allen Dingen generell die ganzen Bahnübergänge auch hier, das war natürlich dann ein bisschen mühseliger. Ich kann es euch ja auch mal zeigen. Wir können ja mal rumgehen. Also wir haben dann zum Beispiel hier nochmal die extra Bahnübergänge oder ein Teil des Bahnübergangs getrennt. Hier nochmal den zweiten, also hier ist Nummer 1, 2 und dann werden die hier nochmal zusammengefasst, hier in dem 5er-Stecker. Und hier ist dann nochmal von der Brauerei der Bahnübergang, der dann auch da zusammengefasst wird. Und dann kommt es dann nachher zum großen Verteiler, den ich euch ja auch schon gezeigt hatte, quasi im Community Hub. Und das ist dann dieser Verteiler hier. Und hier seht ihr auch zum Beispiel so einen Knotenpunkt, den ich getrennt hatte. Ihr seht, sie sind immer relativ schnell oder relativ nah an den ursprünglichen Verteiler
Verteilerplatten, die von Märklin immer dann hernehme, sind die immer dran geschlossen. Einfach natürlich dabei auch die Kabel da waren. Aber wie das davor ausgesehen hat, dieser Knotenpunkt, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! So, mal ein kleiner Blick unter den Altbauteil. Ich separiere jetzt gerade Schalten und Fahren. Deswegen, ich habe in der Vergangenheit immer hier solche Abzweigungen, so Verteilerplatten installiert, wo eben dann die einzelnen Anschlüsse zu den Decodern und sowas dann geht und eben zu den Schienen. Und jetzt habe ich hier mal zum Beispiel die Gleisanschlüsse. Da habe ich jetzt mal die Bananenstecker weggeschraubt. Hier kommt auch noch von dem abschaltbaren Gleis, ist hier auch nochmal, habe ich den Bananenstecker weggetan. Hier lasse ich ihn noch, das ist nämlich vom Bahnübergang. Genauso auch wie hier. Ups. Ist auch noch sozusagen das Kabel zum Bahnübergang. Die werden immer separat sozusagen mit Strom dann noch versorgt. Also es gibt viel zu tun. Und da muss ich jetzt mir überlegen, wie ich das am besten dann in die jetzt vom Neubauteil kommenden Leitungen integriere. Ja, und so sieht das Ganze jetzt fertig aus, genau wie ich es euch gezeigt hatte. Und ja, es ist dann doch immer mehr Aufwand, als man glaubt. Also man hat dann doch ein paar mehr so Klemmenhalter und Klemmen reinzufügen, als man ursprünglich damit gerechnet hatte. Ich musste auch nachordern, aber es lohnt sich. Also ich muss ehrlich sagen, das Ergebnis kann sich sehen lassen, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn man dann sagen kann, hey, man hat dann für jede Zentrale eine eigene Aufgabe. Und wie ich das mal in Rockrell kurz eingerichtet habe, soll jetzt kein Detailvideo werden, aber wie ich das eingerichtet habe, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt befinden wir uns in Rockrell selbst. Und zwar, eigentlich ist die Einrichtung ganz einfach. Wir gehen auf Datei, Rockrell-Eigenschaften und da gibt es das Thema Zentrale. Und da kann man jetzt einfach eine neue Zentrale reinsetzen und zwar bei Hinzufügen. Klickt man einfach auf die Zentrale, die man hat. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe, die man auswählen kann. Und bei mir war es eben eine Z21-Zentrale. Kann man hinzufügen. Und dann kann man hier in den Eigenschaften reingehen und einfach zum Beispiel den Hostnamen reinsetzen, was eben der IP-Adresse entspricht, die man halt eingerichtet hatte. Ich habe es dann noch Z21 Fahren genannt, weil ich die ursprüngliche als Z21 nur genannt hatte. Und das zweite ist eben das HSI 88 Modul beziehungsweise das Zeus Interface, wo eben die ganze Rückmeldung drüber läuft. Deswegen hat man quasi 3 Zentralen. Das war's. Mehr ist es erstmal so von der Einrichtung für Rockrell selbst nicht. Ihr seht, die normale Z21 ist auf 2.218. Der mich kennt, natürlich als 218er Liebhaber, deswegen habe ich natürlich die 218 hergenommen. Damals bei der ersten Konfiguration, jetzt bei der zweiten die 217, ist natürlich auch eine Tochterbaureihe, kann man sagen, oder innerhalb der V160-Familie, von dem her. Kleines Easter Egg auch von der Seite. Richtig, und dann kann man ganz einfach unter Tabellen, Lokomotiven, wie ihr es auch in dem Rockrell-Video kennengelernt hattet, kann man jetzt in jede Lok reingehen und unter Schnittstellen dann einfach die Schnittstellenkennung auf die Z21 Fahren mappen. Das heißt nicht mehr Z21, sondern Z21 Fahren. Und das habe ich mit allen Loks gemacht, wie ihr seht. Und damit weiß dann die Zentrale oder weiß dann Rockrell, welche Zentrale eben für was zuständig ist. Analog dazu können wir nochmal unter Tabellen und dann einfach bei Ausgänge hingehen. Und da sehe ich zum Beispiel bei der ganzen Schnittstellenkennung für alle Lichtsachen, das sind einige, wie ihr seht, da ist überall Z21 drin. Und das wollte ich extra unberührt lassen. Deswegen habe ich auch die alte Zentrale nicht umbenannt. Ich habe sie auch nicht gesagt, ich nehme jetzt die fürs Fahren und die neue zum Schalten, weil sonst müsste ich da alles umändern. Deswegen das Einfachste ist einfach die Loks, die ich habe, einfach auf Z21 umzumappen und das war's dann. Deswegen so bin ich vorgegangen. Gibt auch sicherlich wieder andere Lösungen. Das ist der Vorteil bei IT-Programmen. Viele oder mehrere Wege führen zum Ziel, aber das war für mich so die praktikabelste und die hat auch funktioniert. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, was sonst so passiert ist in der letzten Zeit. So, und zwar die Lilly war in der ganzen Zeit auch fleißig.
Ihr wisst ja vielleicht, sie ist jetzt nicht so schnell immer, wie ich es bin. Ich mache das hier ganze Vollzeit, sage ich jetzt mal. Nein, Vollzeit ist auch übertrieben, aber es ist ja mein vollwertiges Hobby. Und die Lilly unterstützt mich da vor allen Dingen, habe ich ja euch ja gesagt, in dem Thema Gebäudebau vor allen Dingen oder auch Anmalen von irgendwelchen Figürchen oder auch Fahrrädern hatten wir ja letztens. Und gerade so Kleinigkeiten, so Blumen zusammensetzen, allem drum und dran, da fühlt sie sich einfach wirklich zu Hause. Aber sie hat ja auch, ihr wisst ja auch, diesen ganzen Anlagenteil hier hat sie dann bekommen oder wollte sie auch, dieses ganze Thema Brauerei und auch jetzt mit dem Wertstoffhof hier, das hat sie alles gemacht. Da kann sie sich ein bisschen austoben, aber es ist ja auch schon, ich kann euch da jetzt nicht immer so viel zeigen, weil sie eben halt mich, wie gesagt, viele in den anderen Themen unterstützt. Aber da hat sich auf jeden Fall in letzter Zeit auch was getan. Und zwar hat sie sich hier so einen kleinen, sie nennt es Zauberwald, eingerichtet, hier neben dem Wertstoffhof mit einigen Blümchen, wie ihr seht. Also hier einigen Bäumchen hingesetzt. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon den Wertstoffhof kennt. Da hat sie noch ein paar Reste reingesetzt, hat den auch zusammengebaut. Deswegen, da weiß ich gerade gar nicht, ob ich da mal berichtet hatte. Zumindest gibt es auch ein paar Kleinigkeiten, wurden reingesetzt, so ein paar Säcke, wie ihr hier seht, so ein paar Müllsäcke. Aber da fehlt noch einiges. Also deswegen, da kommen auch noch Autos hin, die Sachen abliefern und es muss auch noch ein bisschen mehr nach Wertstoffhof aussehen. Aber das hat sie auf jeden Fall auch noch geschafft. Hat sie bei mir auch gesagt. Also ich habe mich natürlich im Vorfeld abgesprochen, was ich sagen soll, beziehungsweise was sie noch geplant hatte, genau. Und auch hier mit dem kleinen Schild hier zur Besenwirtschaft. Ich hoffe nicht, man kann es sehen. Genau, das hat sie hingesetzt und auch mit den kleinen, sieht man hier, da siehst du mit den Kleinigkeiten immer zu Hause, mit den kleinen Löwenzahnblumen, also einmal als Pusteblume, einmal als normalen Löwenzahn, Hecke und dann auch noch ein paar Steine, ein paar Bäume hingesetzt und sonst vor allen Dingen hier auch mal alles begrast und auch hier mit Erde reingesetzt. Und dann ist jetzt die Brauerei, die muss ich noch beleuchten, da bin ich jetzt noch dran. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein Beleuchtungsvideo dazu und dann hier auch den Parkplatz. Aber das ist alles noch relativ roh. Hier hat sich noch ein bisschen das Ganze eingefasst, quasi mit Lämpchen, mit Blümchen und dann hier noch ein Zaun. Aber da kommt es noch überall, vor allen Dingen hat sie mir gesagt, dann so Brauereigegenstände. Wir haben noch jede Menge Fässchen, jede Menge so Kisten, also Getränkekisten etc. Deswegen, und dann will sie auch hier nochmal so eine Art, ja, ich glaube so Lost Place, da kommen auch noch so ein paar Sachen hin, da hat sie noch also vielleicht auch so alte Fässer oder sowas dann, also da will sie noch ein bisschen in sich gehen und das alles noch ein bisschen anlegen. Und vor allen Dingen auch ein paar Lampen kommen hin, weil es ist relativ dunkel. Und also vor allen Dingen jetzt hier auch für den Wertstoffhof, da kommen noch Lampen hin. Hier an den Straßen, zumindest hier in dem Bereich. Und wie gesagt, dann auch nochmal hier muss ich noch eine ransetzen. Hier am Gebäude selber, an der Brauerei oder auch in der Brauerei selber. Die ist jetzt, da hängen die Lampen zum Teil schon. Ich muss aber noch verkabeln oder auch noch, wie gesagt, ein paar Sachen reinbauen und dann passt es. Beziehungsweise, ich weiß nicht, kann man das aufmachen? Das kann man sogar aufmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt, ich habe es mal aufgemacht. Ihr seht zum Beispiel, da hängen zum Beispiel noch ein paar Lampen, sind sogar schon dran. Die muss ich dann gucken, dass die nochmal passend sind. Und ihr seht auch zum Beispiel innen drin, alles ist eingerichtet. Also das hat sie auch schon alles fein gemacht mit verschiedenen Böden, wie ihr seht. Und den ganzen Brauerei-Fässern und allem drum und dran, Arbeiter. Also von dem her, das ist wirklich, da hat sich jede Menge Arbeit gemacht. Das hat sie wirklich, wirklich gut gemacht. Also von dem her, hier gibt es auch ein bisschen Erfolge zu verzeichnen. Da freue ich mich immer sehr. Und ja, was steht als nächstes an? Also ich will vor allen Dingen hinten jetzt das Ganze, die Hauptstraße fertig machen. Ich will euch noch nicht zu viel zeigen, aber es geht nämlich dann hier um die paar Gebäude, die ich jetzt noch einphasen werde und fertig machen werde, dass mal die Hauptstraße komplett fertig ist. Und dann habe ich euch ja auch erzählt, wollen wir hinten dann das ganze Thema K-System, wollte ich da mich mal ransetzen, mal die Komponenten reinsetzen, also die Park- und Weichenelemente und allem drum und dran und dann aber auch alles verspachteln und mit der Fahrbahnfarbe dann machen. Also es gibt ganz, ganz viel zu tun und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen bleibt gespannt. Es wird nicht langweilig.
So, ich habe wieder zu viel gelabert, deswegen ich höre auch auf und hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Gell? Frohes Schaffen euch. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.